Frank Peter, es ist für uns alle eine große Freude, dich endlich wieder einmal hier begrüßen zu dürfen in unserer Mitte. Ich glaube, das letzte Mal hast du vor ziemlich genau 2 Jahren hier gespielt, Alban Berg Konzert, auch unter der Leitung von Bernhard Haitink. Zwischen dem Orchester und dir gibt es eine lange Verbindung, ich glaube über 20 Jahre. Und wie hat der erste Kontakt damals eigentlich angefangen? Also es liegt eigentlich schon fast 25, 30 Jahre zurück. Ich habe ja hier zwischen 78 und 80 beim Saschko Gawrilow an der Hochschule der Künste Unterricht bekommen. Ich bin also immer nach Berlin geflogen. Ich wohnte damals ja noch in Duisburg. Und damals habe ich Klaus Geitel auch kennengelernt und einige Musiker auch schon aus dem Orchester hier. Und waren immer schon, Stimmen wurden immer lauter, dass ich doch irgendwann mal mein Debüt mit dem Orchester mache. Und dann war es tatsächlich so weit, ich glaube, das war Sommer 84, mit einem Waldbühnenkonzert. Und die traurige Geschichte war, dass ich einen Tag vor diesem Termin, oder 2 Tage war es, einen Tag muss man ja schon proben, zu den Proben hier sein, mit Freunden in Duisburg Fußball gespielt habe und einen Bänderriss bekommen habe und das Konzert absagen musste. Das war also mein Debüt hier mit euch. Und das eigentliche Debüt kam dann, ich glaube, 1,5 Jahre später im Winter, kann es sein, 86? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Winter 85 oder 86 war. Mit dem Eugen Jochum habe ich Mozart-Konzert hier gespielt. Also das ist 1986, 2010, ja, fast 25 Jahre. Ja. Das war ja eine ganz andere Zeit. Es war noch vor dem Mauerfall. Herbert von Karajan war noch am Leben und der legendäre Stresemann war Intendant hier im Hause. Das stimmt. Was hast du da für Erinnerungen an diese Zeit und an die Stimmung, die da war? Also es war natürlich eine ganz besondere Stimmung. Ich kann mich natürlich auch immer daran erinnern, den Professor Schwalbe noch gesehen zu haben und der dann auch immer zu mir ins Zimmer kam und mit meiner Mutter noch sprach. Die war damals ja auch immer noch mitgereist. Und nein, also das mit Dr. Stresemann auch ist unvergesslich, so viele Gespräche. Er sprach ja eigentlich jeden mit dem Nachnamen an. Und ich kann mich erinnern, als wir dann nach dem erfolgreichen Debütkonzert überlegt haben, was ich als nächstes spielen sollte mit dem Orchester, er hat gesagt, Zimmermann, Sie spielen ein Prokofjew-Konzert. Ich sage, ja, wunderbar. Aber nicht das zweite, das mag ich nicht so gern. Spielen Sie das erste. Ja, das sind so Erinnerungen. Herbert von Karajan habe ich nie persönlich kennengelernt. Es war ja irgendwie mein Pech oder mein Glück, was auch immer, dass die Anne-Sophie Mutter halt 2 Jahre vor mir hier mit dem Orchester und ihm debütiert hat und dass er sich wirklich voll auf sie konzentriert hat. Und leider habe ich nie mit ihm gespielt. Aber ich glaube, das muss 87 gewesen sein. Da gibt es ja eine wunderbare Aufnahme mit Tschaikowski-Konzert und diesem ersten Prokofjew, das Herr Stresemann ja vorgeschlagen hatte, unter der Leitung von Lorin Maazel. Und war Lorin Maazel so eine Art Mentor dann für dich auch? Ihr habt sehr viel später auch zusammen gemacht und eben, dass diese erste Aufnahme gerade mit ihm war. Ja, nein, es war ein ganz wichtiger Förderer für mich. Möchte ich wirklich sagen, vielleicht der wichtigste. Es war in den frühen 80er Jahren so, man sah natürlich immer die steile Karriere von Anne-Sophie Mutter und so viele Freunde und Kollegen von mir haben gesagt, du musst doch auch irgendwie einen berühmten Dirigenten haben. Und es war eine Zeit lang, sah es so aus, dass der Sergiu Celibidache mich also unbedingt fördern wollte. Und ich konnte allerdings nicht mit ihm, also ich war vielleicht auch zu jung für ihn, ich war 17. Er hat mit mir das Brahms-Konzert gearbeitet und es ist unvergesslich, dass ich nach 4 Stunden einfach nicht mehr wusste, wer ich selbst war. Ich hätte meine Persönlichkeit total verleugnen müssen und ich habe ihm danach, ich will das nicht selbst im Angesicht sagen können, einen Brief geschrieben. Es tut mir leid, ich kann es nicht. Ich kann nicht meine Persönlichkeit verleugnen und alles ändern. Ich hätte also wirklich alles ändern müssen, was das Brahms-Konzert anbelangt. Und das war ungefähr eine Woche vergangen, dieser Brief, den ich geschickt hatte. Und dann kam eine Anfrage vom Lorin Maazel für ein Debüt mit den Wiener Philharmonikern in Salzburg. Und das war der Beginn meiner Karriere. Und daraufhin hat er mich also auch in Amerika zum Beispiel introduziert. Und meine erste wichtige Aufnahme mit der EMI, damals mich hier mit den Philharmonikern, war mit ihm. Also es war ein ganz, ganz wichtiger Mentor für mich.
Auch irgendwo eine schicksalshafte Fügung, auch wenn als das eine nicht geklappt hat, kam irgendwie, hat sich eine andere Tür das ist immer so im Leben. aufgemacht. Irgendwas geht weg oder verändert sich und dann kommt aber doch wieder was Neues. Also das habe ich so oft im Leben erfahren. Ob das nun auch mit Menschen sind, die sterben und dann kommt jemand Neues in ein Leben zurück und das ist Schicksal halt. Ja, So absolut, ist so sehe ich das auch. Ja. Das ist interessant, die Geschichte, die du erzählt hast mit Sergio Celibidache und dem Brahms-Konzert. Das ist ja das Stück, das du auch heute im Konzert bei uns spielst. Und neben dem Beethoven-Konzert ist es ja eigentlich das Geigenkonzert schlechthin. Und im Leben jedes großen Geigers hat es einen ganz besonderen Stellenwert, ja. Und das wollte ich dich eben vorher fragen, was es in deinem Leben für einen Stellenwert hat. Jetzt einen Punkt hast du schon genannt, Ja. mit 17, mit Celibidache. Kannst du dich erinnern, wann du das Stück überhaupt zum ersten Mal gehört hast? Also ganz bestimmt schon so mit 9 oder 10 Jahren. Mein Vater, der ja Cellist im Orchester war, hatte eine riesen Schallplattensammlung, gerade mit Geigern. Ja. Ich kann mich erinnern an eine Sammlung von Kogan und von Oestrach und Milstein und wie sie alle hießen. Und ich war also immer, mein großes Vorbild war immer der David Oestrach. Und sicherlich habe ich schon sehr, sehr früh begonnen, das Brahms-Konzert mit ihm zu hören. Ich erinnere mich, ich war dann so 14, 15, als ich begann mit den großen romantischen Konzerten, die halt auch im Konzert zu spielen. Also mein erstes großes Stück war das Dvorak-Konzert mit 14 und mit 15 war es dann das Beethoven-Konzert. Aber das Brahms-Konzert habe ich also das erste Mal gespielt, mit 18 dann mit Orchester. Und das war eine Tournee mit dem Westdeutschen Rundfunk nach Japan. Also. Aber das mit Celibidache, das war halt wirklich ein einschneidendes Erlebnis, weil er hat das, bevor ich es überhaupt im Konzert gespielt habe, mit mir gearbeitet. Zwar nur den ersten Satz, aber es sind heute noch Dinge, wo ich mich also wirklich dran erinnere und wo ich doch auch immer mehr wieder dahin komme, wie recht er oft hatte. Ja, aber ich war mit 17 Jahren einfach wirklich viel zu unerfahren und er hatte so eine Art, Leute erstmal zu zerstören und dann erst wieder aufzubauen und damit bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Waren das Fragen, die die Interpretation betrafen? Total, Tempi? ja. Also ich kann mich erinnern, die erste Seite des Geigenparts, wo also wirklich ja nur dieser Orgelpunkt ist und die Geige umspielt die Bläser bis zum Thema, bis die Geige dann das Hauptthema spielt. Das war 1,5 Stunden mit ihm. Rein interpretatorisch, was mache ich rechts, welchen Strich mache ich, wie viel Vibrato nimmst du da? Man ist wirklich fast verrückt geworden, als ob er selbst dieses Stück für sich erarbeitet. Ja. Und irgendwann, ich kann mich erinnern, nach 3-4 Stunden sagte er, ich hatte die Geige weggelegt, ja, spielen Sie doch noch mal das. Und in dem Moment nehme ich die Geige in die rechte Hand und will sie quasi andersrum spielen. So durcheinander war ich. Natürlich, Ja? natürlich. Weiter, wie entwickelt sich gerade nach so einem einschneidenden Erlebnis die Interpretation? Man muss sich von diesem Erlebnis durch ein Stück weit auch lösen. Das passiert durch die Jahre sicher auch und durchs viele Spielen. Aber generell, wie verändert sich so eine Interpretation über die Jahre hinweg? Ja, man wird, also bei mir ist es jedenfalls so, doch immer selbstbewusster auch mit den Jahren und Jahrzehnten der Erfahrung. Und man spielt es mit den großen Orchestern der Welt. Man lernt natürlich auch sehr viel von den bedeutenden Maestri, mit denen man spielt. Und auch wenn es einem vielleicht manchmal nicht so recht ist, dass man Dinge dann übernimmt oder annimmt, aber es ist halt so oft halt diese Riesenerfahrung. Ich kann mich erinnern mit Konzerten mit dem alten Kurt Sanderling oder ja eben auch mit Marcel oder Barenboim oder all die wirklich großen Dirigenten, die einen ja doch auf Dauer im Unterbewusstsein so beeinflussen. Natürlich. Und sicherlich auch bei mir ist es so, dass ich immer versuche, in Blöcken die Konzerte zu spielen und dann auch wieder 3-4 Jahre sie überhaupt nicht anrühre, weil der Nathan Milstein hat mal irgendwann gesagt, dass, bei jedem Stück ist es so, wenn man das zu viel macht, ist es wie mit zu viel Sahnetorte essen. Irgendwann hat man es satt und dann ist man überspielt. Und das Brahms-Konzert eben, weil man es auch jedes Mal wieder so hart arbeiten muss und üben muss. Es wird einem da nichts geschenkt, das weißt du ja auch. Ja, natürlich. Ist wirklich so, dass man es wohl dosiert dann wieder für eine Saison spielt, aber dann auch wieder ein paar Jahre loslässt. Und ich werde dann immer, wenn ich es wieder
hervorhole, meistens mit einer neuen Partitur und einer ganz neuen, frischen Stimme, fange ich dann wieder an und überlege mir, ja, neue Dinge. Also gar nicht mit den eingezeichneten Stimmen, die man über Jahre gehabt hat. Nur so kann es immer wieder weitergehen. Dass es frisch bleibt, Ja. ja. Hörst du dir die Lösungen von Kollegen an oder machst du Also da eher- mittlerweile seit 15, 20 Jahren nicht mehr, aber ich gebe offen zu, dass ich als Teenager wirklich sehr beeinflusst worden bin von Oestrach und von Grumiaux zum Beispiel auch gerade in seinen Mozart-Interpretationen. Also das steht außer Frage. Ich glaube, kein Künstler ist absolut unbeeinflusst, hat seine Karriere gestartet. Natürlich, ja, natürlich. Was für uns Geiger ja auch immer besonders ist und prägend ist der Klang, der eigentlich vergleichbar ist mit einem Sänger, der so typisch dann für einen Sänger ist, eine Stimme, die so typisch für einen bestimmten Sänger ist. Das ist für den Geiger eigentlich sein Klang. Ja? Ja. Und maßgebend ist natürlich auch das Instrument, das er findet, worauf er sich ausdrücken kann. Und wenn man in die Geschichte guckt, gibt es ja diesen Fakt, dass große Geiger ihre Geige gefunden haben. Ich denke an Heifetz, der einfach zusammen mit seiner Del Gesù war, an Grumiaux auch mit einer Del Gesù, Nathan Milstein mit seiner Stradivari. Und ich glaube, du hast deine Geige auch gefunden. Das ist auch eine Symbiose, die man sich gar nicht mehr besser denken könnte. Ja. Kannst du uns etwas darüber erzählen? Ja, also ich habe ja seit meinem 15. Lebensjahr auf wunderbaren alten italienischen Geigen gespielt und seit meinem 20. Lebensjahr halt immer auf Geigen von Antonio Stradivarius. Und ich habe immer wieder gesucht, man sucht ja wirklich immer nach dem Optimum. Und ich kann mich erinnern, dass ich 1989 einmal für einen Monat die Geige vom Nathan Milstein hatte und die musste ich allerdings wieder zurückgeben, weil die Erben, die Tochter wollte sie nicht verkaufen. Und das war für mich eigentlich wirklich die größte Enttäuschung meines Lebens, möchte ich sagen. Ja. Und danach habe ich ja eigentlich immer weiter gesucht, noch mal 12 Jahre suchen müssen. Ich hatte wunderschöne Violinen, auch die Dragonetti Stradivari zum Beispiel. Aber 2001 dann habe ich hier von einem Kollegen aus dem Orchester, dem Walter Scholefield, die wunderbare 1711 Stradivari bekommen. Und meine Bank in Düsseldorf hat sie mir gekauft und leiht sie mir. Und ja, das war eigentlich, ja endlich, ich war damals 36, ja, das Instrument, was ich immer gesucht habe. Und wo ich auch jetzt merke, ich habe es jetzt eben seit 9 Jahren, die letzten 3, 4 Jahre, jetzt kenne ich sie wirklich. Ja? Das hat auch eine lange Zeit gedauert. Das ist, Milstein hat mir mal gesagt, er hätte 5 Jahre gebraucht, um seine Geige wirklich in- und auswendig zu kennen. Und sie hat immer noch Geheimnisse, die ich wahrscheinlich noch nicht entdeckt habe. Aber es ist, ja, wie du sagst, es ist wie ein verlängerter Arm. Es ist genauso wichtig natürlich auch der Bogen, aber die Geige ist die Stimme und die Seele, die der Geiger dann quasi rüberbringt zum Publikum. Und nein, seitdem ich dieses Instrument habe, das gebe ich offen zu, ich habe eigentlich alles, das komplette Repertoire neu überdenken müssen, was ich über Jahrzehnte schon gespielt habe und gekannt habe. Und zu allem auch, wenn ich habe jetzt zum Beispiel in kommenden Wochen wieder das Dvorak-Konzert, das habe ich letzte Mal 1995 gespielt. Ja. Ich muss alles komplett neu Ja. überdenken. Ja. Und erstaunlicherweise, so oft früher habe ich gedacht, die Originalbogenstriche vom Brahms-Konzert oder vom Beethoven-Konzert, das kann man doch eigentlich alles gar nicht machen. Mit dieser Geige, die ich jetzt habe, kann man es alles machen. Und es ist viel logischer und klingt viel besser. Fantastisch. Der Weg zu der Geige hat ja auch dazu geführt, dass man Sachen umstellen musste. Auch zum Beispiel muss man den Bogen anders halten, damit man diese Farben rauskitzeln kann, zum Beispiel. Ja, und, es ist extrem, wie man sich auf diese wirklich großen, berühmten Geigen von Stradivari einstellen muss. Es ist für den Spieler wirklich eine Herausforderung. Und ich meine, klingt es jetzt ein bisschen flach, aber ich glaube, wenn ein normaler Mensch, der immer schön in seinem Golf oder Mercedes auf der Straße fährt, sich in ein Formel-1-Auto setzen würde, ist es der gleiche Effekt. Man muss wirklich mit diesen tollen Geigen sowas von Maß halten und ökonomisch spielen und wirklich sehen, wie ist die Kombination mit dem Bogen drücken, zum Beispiel rechts, sollte man gar nicht mit diesen Geigen. Und ich bin auch immer mehr zu dem Schluss gekommen, dass man
auf Darmsaiten, auch wenn sie umsponnen sind, also ich benutze umsponnene Darmsaiten, ein Instrument viel freier und offener klingt, als wenn man die viel einfacher zu spielenden Plastik- oder Kunststoffsaiten nimmt, die aber im Grunde keine Seele haben und dass die Geige auch gar nicht wirklich diese Obertöne bekommt, die man ja gerade von ihr so, ja, die einen rühren letztendlich. Das ist ja dieses, was man nicht beschreiben kann. Ja. Ja? Aber wie du sagst, also die Kombination zwischen links, wie viel gebe ich mit Vibrato, und rechts, wie viel gebe ich mit Druck und gehe ich mehr zum Steg oder gehe ich mehr zum Griffbrett, das ist eine Wissenschaft für sich und das ist auch bei jedem Werk noch wieder ganz anders. Verstehe. Aber du bist immer schicksalsmäßig zu Stradivari gekommen. Ja. Del Gesù, war das eine Fügung des Schicksals, dass dir einfach nicht die richtige Geige über den Weg gelaufen ist oder war das einfach nie in deinem Bewusstsein? Also ich glaube, wenn es zum Todesschwur käme, würde ich wahrscheinlich auch eher den Michelangelo als den Caravaggio wählen. Ja? Aber ich glaube, ich bin ein Stradivari-Spieler. Ich habe ein-, zweimal eine Guarneri in Händen gehabt, wo ich wahrscheinlich hätte weich werden können. Ja. Aber es ist irgendwas in dem Klang von Stradivari, der halt gelassener und apollinischer vielleicht. Ja, apollinischer auch. Guarneri kann man immer fordern. Guarneri kann man wirklich richtig reingehen. Und für gewisse Konzerte, wie zum Beispiel Sibelius oder das zweite Bartók, denke ich mir manchmal, Mensch, wäre vielleicht doch auch nicht schlecht, mal das auf einer Guarneri zu spielen. Aber trotzdem, es gibt ja auch immer wieder so viele Stellen, wo man denkt, auch in diesen Werken, Mensch, die Stradivari ist doch, das ist doch was meine Seele bedeutet. Natürlich, ja. Zum Schluss wollte ich noch ein Projekt ansprechen, das mich begeistert und viele von den Kollegen auch, die es kennen. Deine Bach-Aufnahmen mit Cembalo sind wunderbar und haben uns sehr, sehr beeindruckt. Und wir wollten dich einfach fragen, ist denn zum Beispiel sowas in Planung wie die Solosonaten und Partiten? Können wir darauf Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich sage dann immer als Antwort, das habe ich mal im Fernsehen gesehen, man hat den Sviatoslav Richter gefragt, als er 60 war. Meister, warum spielen Sie denn nicht die Hammerklaviersonate von Beethoven? Und da hat er gesagt, meinen Sie, ich bin da schon reif genug für? Und also bei mir ist es so, ich habe natürlich immer mal wieder Phasen, wo ich die Bach-Solosonaten spiele und auch einzelne Sätze als Zugabe spiele. Ich habe da einen wahnsinnigen Bammel vor und ich bin mir auch wohl bewusst, dass wenn ich nicht bald die Kurve kriege, sagen wir so bis Anfang 50, und sie dann wirklich mal alle 6 in 2 Abenden im Konzert spiele, dass ich dann wahrscheinlich auch nie mehr schaffen werde. Ja, also mir fehlen noch 2. Ich habe 2 noch nicht im Konzert gespielt komplett, die H-Moll und die A-Moll-Sonate, H-Moll-Partita. Und das ist immer noch, ich brauche noch ein bisschen Zeit, aber ich liebe diese Musik über alles und sie ist für mich, ja, wie für den Bergsteiger, wahrscheinlich einmal den Mount Everest zu besteigen. Absolut. Und ich hoffe, dass ich das noch in diesem Leben schaffe. Wir würden uns sehr darüber freuen. Frank-Peter, ich danke dir für das Gespräch und ich und viele meiner Kollegen hoffen, dass die Abstände nicht 2 Jahre sind, wo du hierher kommst, sondern dass sie kürzer werden. Du gehörst zu uns. Danke Das sehr. ist ganz lieb. Danke, Christoph.